Hallo nochmal. Heute hörst du 5 Alltagsszenen auf Deutsch, um flüssiger zu sprechen. Ich bin Lena und das ist Toki German. Guten Tag, ist das Ihr Auto? Ja, das ist meins. Gibt's ein Problem? Es steht in einer Lieferzone. Wirklich? Aber ich war nur 5 Minuten hier, ehrlich. Verstehe, aber 5 Minuten sind trotzdem verboten hier. Ich musste nur meine Oma vom Ärztezentrum abholen. Und es gab keinen Parkplatz. Ja, das passiert oft, aber diese Zone ist nur für Lieferwagen. Ich weiß, ich habe das Schild gesehen, aber ich dachte, nur kurz, dann bin ich weg. Das denken alle. Und dann stehen hier 3 Autos hintereinander. Oh nein, das tut mir echt leid. Ich wollte keinen Ärger machen. Das glaube ich Ihnen. Schauen Sie, ich war schon dabei, das Ticket zu schreiben. Und, wenn Sie es einfach zerreißen? Das geht leider nicht, gnädige Frau. Es gibt Kameras. Ach ja, die Kameras. Immer da, wenn man sie nicht braucht. Genau. Und nie da, wenn man sie wirklich braucht. Schon komisch, oder? Allerdings. Auch? Kann man nichts mehr machen? Ich kann eine Notiz schreiben. Fahrerin kooperativ. Manchmal hilft das. Naja, besser als nichts. Danke wenigstens dafür. Kein Problem. Und bitte, das nächste Mal suchen Sie sich einen ruhigeren Platz. Ich versuch's. Aber in dieser Stadt ist das fast unmöglich. Das kenne ich. Ich fahre selbst eine halbe Stunde rum, bis ich was finde. Einen schönen Tag noch. Ihnen auch, Herr Polizist. Guten Morgen, Karl. Wie geht's dir heute? Nervös. Sehr nervös, Frau Doktor. Keine Sorge, wir machen nur eine Zahnreinigung. Keine Spritzen. Ja, aber Sie sagen immer, nur eine Zahnreinigung. Und dann gibt's Überraschungen. Diesmal verspreche ich's. Mund auf, bitte. So? Perfekt. Ich sehe, du hast viele Süßigkeiten gegessen, oder? Vielleicht ein paar. Na gut, ziemlich viele. Dachte ich mir. Da ist Zucker bis in die Träume. Tja, Arbeit, Stress. Da braucht man halt was Süßes. Verstehe ich, aber deine Zähne brauchen auch mal Urlaub. Können Sie allein ans Meer fahren? Wenn du so weitermachst, hauen sie wirklich ab. Oh je, das klingt teuer. Sehr teuer. Auch lieber gut pflegen. Tut das weh? Nur ein kleines Kitzeln. Kitzeln? Das macht mir Angst. Dann atme tief ein und denk an was Schönes. Urlaub vielleicht? Urlaub mit einem riesigen Eis. Oh nein, kein Eis. Stimmt, kalt und süß. Schlechte Idee. Genau, lieber einen Apfel, Wie traurig. aber deine Zähne freuen sich. Na gut, Äpfel also. So, fertig. Schon? So schnell? Hab ich dir doch gesagt, nur eine Reinigung. Unglaublich, hab gar nichts gespürt. Siehst du, kein Drama heute. Danke, Frau Doktor. Ich verspreche, ich passe besser auf meine Zähne auf. Dann lächeln sie dir auch schön weiß zurück. Und hoffentlich ohne hohe Rechnung. Das wäre auch schön. Bis zum nächsten Mal, Frau Doktor, aber hoffentlich nicht zu bald. In 6 Monaten, Karl. Bis dann. Guten Abend, Lieferung für Matthias Braun? Ja, das bin ich. Super, mein Burger ist da. Perfekt. Hier bitte Sushi-Box, 2 Miso-Suppen und... Sushi? Nein, nein. Ich habe einen Burger mit Pommes bestellt. Wirklich? Oh je, hier steht Sushi Paradise. Dann ist wohl etwas schiefgelaufen. Einen Moment. Ihre Adresse ist Kiefernstraße 22b? 22, aber ohne B. Ah, jetzt verstehe ich. Auch ist mein Burger beim Nachbarn. Genau. Heute läuft alles falsch. Kein Problem. Wir klingeln einfach nebenan.
Wirklich? Das ist nett von Ihnen. Besser schnell lösen. Ich habe echt Hunger. Haha. Ja? Hallo, Entschuldigung. Haben Sie über die App einen Burger bestellt? Ja, aber ich habe Sushi bekommen. Ich verstehe gar nichts. Genau. Dieses Sushi ist Ihres und der Burger gehört Herrn Matthias. Ach so, dann hier der Burger. Und hier Ihr Sushi. Offizieller Tausch. Was für ein tolles Team. Wenn alle Nachbarn so wären. Das passiert nicht oft. Aber wenn man Hunger hat, hilft man sich. Stimmt. Hunger verbindet mehr als Freundschaft. Mission erfüllt. Danke, Lukas. Viel Glück mit den restlichen Lieferungen. Dankeschön. Guten Morgen. Haben Sie einen Termin? Ja, ja. Ich habe einen Termin für die Aufenthaltserlaubnis. Hier ist das Formular. Perfekt. Den Reisepass bitte. Klar, einen Moment. Ah, hier. Danke. Zum ersten Mal in Deutschland? Zum zweiten Mal. Das erste Mal war ich im Urlaub. Jetzt bin ich hier für die Bürokratie. Verstehe. Das kennen wir alle. In meinem Land gibt's auch Formulare, aber weniger Stempel. Wir lieben Stempel hier. Die machen alles offiziell. Ja, das merkt man. Gut, alles sieht in Ordnung aus. Es fehlt nur noch der Zahlungsnachweis. Zahlung? Welche Zahlung? Die Gebühr für den Antrag. Kann ich hier bezahlen? Nein, Sie müssen zur Bank gehen. Jetzt? Ja, aber keine Sorge, die Bank ist gleich an der Ecke. Der längste Antrag meines Lebens. Und wir sind noch nicht bei dem Foto. Auch ein Foto? Ja. Passfoto, weißer Hintergrund, geduldiges Gesicht. Das habe ich schon. Sehr gut. Ich halte Ihren Platz, wenn Sie in einer halben Stunde zurück sind. Vielen Dank. Sie sind die erste freundliche Person nach 3 Ämtern. Dann haben Sie heute Glück. Vielleicht will Deutschland mich testen. Das macht es immer. Aber am Ende gibt's Kaffee und Brezeln als Belohnung. Ah, das ist jeden Stempel der Welt wert. Gute Einstellung. Gehen Sie zur Bank und wir machen später weiter. Perfekt. Und wenn der Geldautomat kaputt ist? Dann kommen Sie trotzdem und wir jammern zusammen. Abgemacht. Bis gleich, Anna. Bis gleich, Luca. Und viel Glück mit der Gebühr. Danke, ich werde es brauchen. Hallo Matthias, hast du gehört? Die nächste Fußball-Weltmeisterschaft kommt bald. Ja, natürlich. Sie ist 2026, oder? Genau. In den USA, in Kanada und in Mexiko. 3 Länder. Wahnsinn. So große Entfernungen. Das wird spannend. Ja, aber die Stadien werden sicher fantastisch. Ich möchte ein Spiel live sehen. Ich auch. Aber die Reise ist teuer. Vielleicht schaue ich im Fernsehen. Ja, das ist einfacher. Für welche Mannschaft bist du? Natürlich für Österreich. Und du? Für Deutschland, klar. Ich hoffe, wir schaffen die Qualifikation diesmal leicht. Ja, das ist immer stressig. So viele gute Teams. Stimmt, beim letzten Turnier gab es viele Überraschungen. Ja, Marokko war super. Ich habe alle ihre Spiele gesehen. Ich auch. Sie hatten so viel Energie. Ich hoffe, das neue Turnier wird genauso spannend. Bestimmt. Sollen wir die ersten Spiele zusammen sehen? Gute Idee. Ich bringe Bier, du bringst Würstchen. Perfekt. Und bei jedem Tor rufen wir ganz laut Tor. Haha, abgemacht. Das wird eine tolle Weltmeisterschaft. Ja, Fußball verbindet einfach. Hallo. Super gemacht. Du hast dieses Video beendet. Und dein Üben zeigt schon Wirkung. Jeden Tag verstehst du ein bisschen besser Deutsch. Wenn du weiterlernen willst, sieh dir dieses andere Video hier an, du wirst es lieben. Wir sehen uns dort.